Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das letzte Video ist ja leider etwas leise geworden. Aus dem Grund möchte ich das doch einfach nochmal wiederholen und hoffe, dass diese Aufnahme hier heute besser wird, ich das Rauschen etwas vermindern kann und ich möchte gerne mit euch über Traumtagebuch und Reality Checks sprechen. Wie mache ich die Reality Checks? Also, wann immer ich draußen unterwegs bin, bin ich natürlich auch immer am Sondieren meiner Umgebung. Ich schaue nach traumartigen Begebenheiten, nach Merkwürdigkeiten, überraschenden Dingen, lustige Dinge oder wenn irgendetwas mir komisch vorkommt. Wie mache ich denn diesen Reality-Check dann überhaupt? Also ich nehme mich dann wirklich aus der Situation heraus, stelle mich als Beobachter irgendwie an die Seite, frage mich, wache ich oder träume ich und schaue mir dann intensiv nochmal meine Umgebung an. Dann frage ich mich, wo ich hier gerade bin, wie ich hierher gekommen bin, ob ich das nachvollziehen kann und was ich die letzte halbe Stunde denn getan habe. Dann betrachte ich meinen Körper, ob da alles normal ist, oder ob ich vielleicht andere Klamotten anhabe, habe ich häufiger in meinen Träumen oder mein Schmuck etwas anders ist. Und grundsätzlich, ob sich in der Zeit, wo ich diesen Check mache, in der Umgebung auch irgendetwas verändert, weil eine Traumwelt ja nie sehr stabil ist. Häufig verändern sich Kleinigkeiten oder auch ganze Ansichten, meistens außerhalb des Blickfeldes. Ja, dann mache ich ganz gerne dabei den Nasen-Reality-Check und den Hand-RC. Man kann natürlich auch sich ein Schild suchen und etwas lesen, wenn man denn möchte. Ich habe immer so kleine Karten in der Tasche, so kleine Visitenkarten, da steht dann drauf, träume ich gerade. Ist auch immer eine sehr gute Erinnerung, habe das auch auf die Innenseite meiner Handyhülle geklebt. Bei mir am Monitor vom Rechner hängt eine. Ja, und grundsätzlich probiere ich eigentlich immer mal wieder aus meinen Tagträumereien aufzutauchen, mich rauszureißen und die Umgebung zu betrachten, wo ich denn gerade bin, also präsenter im Moment zu sein. Man kann natürlich auch probieren, die ganze Zeit aufmerksam und präsent zu sein, aber ich glaube, das widerspricht einfach dem menschlichen Geist. So. Tagträumereien haben wir ja alle. Wichtig ist ganz einfach, ab und zu immer mal wieder abzuchecken, wo man gerade ist, besonders wenn sich die Umgebung vielleicht verändert. Ich steige aus dem Bus aus und komme jetzt irgendwie an einer Parkanlage an oder so. Dann lohnt sich das natürlich immer, das nochmal zu rekapitulieren, was denn jetzt die letzte Zeit passiert ist, was gerade in dem Moment passiert. Und so nach und nach tatsächlich anzufangen, ein kritisches Bewusstsein aufzubauen. Insbesondere achte ich auf meine eigenen Emotionen und mein Körpergefühl. Wie geht's mir gerade? Dann probiere ich zu ergründen, warum geht's mir so, wie ich mich gerade fühle. Ist irgendetwas passiert? Ja, und ansonsten, wenn mich irgendetwas erheitert oder wütend macht oder eine unheimlich attraktive Frau gerade vorbeikommt, das sind alles Gründe für einen Reality-Check. Ja, und was gibt's noch dazu zu sagen? Traumtagebuch. Genau, das Traumtagebuch. Mensch, das Traumtagebuch ist insofern wichtig, liegt bei mir am Bett, dass man wirklich nach und nach sich eine Landkarte seiner Traumwelt zeichnen kann. Wenn man das regelmäßig führt, wird nach gewisser Zeit immer wieder ein und derselbe Traum oder dieselben Orte oder Begebenheiten, Personen auftauchen. Das ist natürlich unheimlich wichtig zu wissen, weil man unter Umständen diese Begebenheiten auch in die Wachwelt übertragen kann. Also wenn ich einen Ort habe, in meinem Traum, an dem ich immer wieder bin, und diesen Ort gibt es auch tatsächlich in der Wachwelt, ist es natürlich sinnvoll, wann immer ich in der Wachwelt an diesem Ort bin, an diesem Ort einen Reality-Check zu machen. Träumt ihr von bestimmten Personen, die ihr aus eurem Wachleben kennt, ist es genau dasselbe. Immer wenn ihr diese Person trefft, mit ihr schreibt, an sie denkt, etc., irgendwas, lohnt es sich, einen Reality-Check zu machen. Wann ist denn überhaupt der beste Zeitpunkt für einen Reality-Check? Genau jetzt, liebe Leute. Wir reden jetzt gerade übers Klarträumen.
Jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt für einen Reality-Check. Ansonsten, wenn Traumbegebenheiten auftauchen oder ihr starke Emotionen verspürt. Oder ihr einfach das Gefühl habt, boah, ich habe jetzt einfach Lust auf einen Reality-Check, dann macht ihn auch. Denkt nicht drüber nach, sollte ich jetzt vielleicht einen machen? Einfach machen. Und denkt daran, macht sie wirklich bewusst, nicht oberflächlich. Nehmt euch aus der aktuellen Situation zurück und konzentriert euch auf euer Hier und Jetzt. Und denkt dran, jeder Reality-Check könnte der sein, der euch in den nächsten Klartraum bringt. Und genau so müsst ihr den auch behandeln. Nicht oberflächlich, oh, ich weiß ja eigentlich, dass ich wach bin, aber ich mache jetzt meinen Check. Nein, ihr müsst den aktuellen Bewusstseinszustand wirklich in Frage stellen. Und zwar wirklich in Frage stellen. Und bevor ihr einen fahrlässigen Reality-Check macht, macht lieber gar keinen. Weil sowas kann sich ansonsten bei negativer Erwartungshaltung auch negativ auf die Reality-Checks in der Traumwelt ausüben. Ja, genau. Traumtagebuch. Ja, sollte Pflicht sein. Auf jeden Fall. Ihr könnt es natürlich auch aufnehmen, wenn ihr möchtet. Mit eurem Handy. Tja, und der Diktiergerätfunktion oder so bin ich aber nicht so der Fan von. Ich nutze das Handy wirklich nur, um einen Reality-Check durchzuführen, wenn ich da mal auf die Uhrzeit gucken möchte oder habe gerade kein Schild zur Hand, wo ich irgendetwas drauf lesen kann, um den Lese-RC zu machen. Dann nutze ich ganz gerne mein Handy dafür. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's für heute von mir. Ich arbeite und kämpfe immer noch ein bisschen mit den Aufnahme- und Schnittprogrammen, aber ich hoffe, das wird in Zukunft die Qualität etwas besser werden. Macht euch eine schöne Restwoche und einen schönen Start ins Wochenende. Das Wetter ist ja wirklich golden. Seid bewusst draußen unterwegs und genau jetzt ist der Zeitpunkt für einen Reality-Check. In diesem Sinne, bleibt klar. Liebe Grüße, euer Marco.